Biedermann und Brandstifter lautet das Motto. Wir reden hier von Paarungen innerhalb einer Modellreihe, die mal von einem sehr bürgerlichen Basismodell hinreichen bis zu einem absoluten Extremisten. Und die wollen wir euch heute vorstellen. In dieser Paarung Biedermann und Brandstifter haben wir den Peugeot 205 hier in der Zivilversion. Das Auto ist 1983 vorgestellt worden, wurde über 5 Millionen Mal verkauft in mehr als 15 Baujahren. Ein unglaublich erfolgreiches Modell. Die Einstiegsversion hatte einen 0,9 Liter, also 900 Kubikzentimeter großen Reihen-Vierzylinder mit nur 45 PS. Tatsächlich ein biederes kleines Auto. War natürlich ein schickes Auto, schickes Design, viel von Frauen gekauft worden. Dieser Peugeot 205, ein absoluter Erfolgstyp. Das Auto, das wir hier haben und das den Biedermann repräsentiert, das ist keine direkte Einstiegsversion. Er hat bereits 60 PS. Es ist ein Viertürer. Wir haben dieses Auto aber gewählt, weil wir es von einem Händler zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Auto hat original nicht einmal 10.000 Kilometer gelaufen und befindet sich in einem absolut jungfräulichen Jahreswagenzustand. Ganz entzückendes Auto. Dieser Peugeot 205, der auch so ein typischer Kleinwagen der 80er Jahre ist, mit dieser sehr plastifizierten Innenausstattung und den Stoffsitzen und so weiter. Und das ist wirklich ein ganz entzückendes Auto, was wir hier in dieser Paarung als Biedermann haben. Was sich bei dieser Paarung Biedermann und Brandstifter wirklich gut anbietet, das ist ein Vergleich der Innenräume, der Cockpits. Da möchte ich mal dem Zuschauer zeigen, was es da für Unterschiede gibt, weil das ist wirklich bemerkenswert. Und einsteigen bitte. Ja, hier in dem Peugeot 205 GR von 1987 haben wir ein, ich würde sagen, typisch französisches Ambiente. Wir haben windelweiche Sitze, hier mit diesen Stoffüberzügen, schön gemacht. Dieses Textilmotiv wiederholt sich hier in den Türtafeln. Da sieht man, das ist schon der seichte Luxus. Wir haben die Hupe am am Lenksäulenhebel, was ungewöhnlich ist. In der Lenkradmitte passiert hingegen nichts. Und wir haben kein Kühlwasserthermometer. Das heißt, die Dame der 80er Jahre sollte sich nicht durch irgendwelche Unwichtigkeiten in ihrer Fahrfreude irritieren lassen. Das ist also hier so die ganze Innenraum-Cockpit-Architektur des braven Peugeot 205 von 1987, unseres Biedermanns in dieser Kombination. So, und jetzt wechseln wir mal zum Brandstifter dieser Paarung, dem Peugeot 205 Turbo 16. So, was wir hier vorfinden in dem Peugeot 205 Turbo 16 ist halt eine völlig andere Landschaft. Wir haben hier einfach den Arbeitsplatz eines Rallye-Fahrers, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben eine reiche Instrumentierung. Wir haben beispielsweise neben dem Kühlwasserthermometer ein Ölthermometer, ein Ölmanometer, also ein Druckmesser. Und wir haben hier zentral im Blickfeld des Fahrers die Ladedruckanzeige des Turboladers. Tacho bis 270, Drehzahlmesser bis 10.000. Das gehört zur Klaviatur eines echten Wettbewerbsautos. Aber einschränkend muss man sagen, wir haben es ja mit einem original französischen Auto der 80er Jahre zu tun. Und dazu gehört natürlich, bitte einmal hierher schauen, auch in einem Wettbewerbsauto der Aschbecher. So, dieser Peugeot 205 Turbo 16, das ist jetzt nochmal ungefähr das gleiche Spiel wie das bei unserer Paarung der beiden Lancia Delta. Wir haben es hier mit einem Basisauto für die Rallye-Weltmeisterschaft der Gruppe B zu tun. 1985 und 86 war ja also in den letzten Jahren dieser dramatischen Gruppe B. Dieses Auto, Rallye-Weltmeister, selbstverständlich in der Rennversion, die bis zu 510 PS leistete. Das hier ist die Zivilversion mit 200 PS aus 1,8 Liter Hubraum mit einem vergleichsweise milden Ladedruck von nur 0,3 bar. Völlig anders als der Lancia ist allerdings, als beim Lancia ist die Bauweise dieses Autos.
Es ist so, dass hier eine Rohkarosserie vom Peugeot 205 an den Karosseriehersteller Heuliez geliefert wurde. Und dann ist diese fertige Rohkarosserie tranchiert worden. Das heißt, hinter der Tür, wir haben es hier natürlich mit einer zweitürigen Karosserie zu tun, wurde das ganze Fahrzeug abgeschnitten. Es wurde eine Schottwand eingespeist, eine Trennung, und hinten wurde ein Gitterrohrrahmen dran gebaut, der natürlich den Mittelmotor aufnimmt. Wir haben auch hier ein allradgetriebenes Fahrzeug, selbstverständlich passend für die Gruppe B. Vorne haben wir nur diesen riesen Luftauslass, das heißt, vorne ist der Kühler drin und so weiter. Natürlich auch nicht der Motor. Vorne das Differential, alles was der Allradantrieb vorderseits braucht, und der Motor hängt auch hier vor der Hinterachse. Das heißt, wir haben es einmal mehr mit einem astreinen Mittelmotor zu tun. Es sind übrigens alle 200 Exemplare dieses Peugeot 205 Turbo 16 in dieser anthrazitfarbenen Lackierung ausgeliefert worden. Von den 200 Exemplaren gingen 15 auf den deutschen Markt. Das Auto hier gehört nicht dazu. Warum nicht? Das werde ich gleich anhand der offenen hinteren Haube demonstrieren. Ja, der Brandstifter dieser Paarung, also der Peugeot 205 Turbo 16, ist ja, wie erwähnt, einmal mehr ein Basisfahrzeug für die Rallye-Weltmeisterschaft der Gruppe B. Das heißt Mittelmotor, Allradantrieb, und hier in diesem Motorraum, in diesem seltsamen Gebilde, sehen wir eben einen extrem weit nach rechts auf die Beifahrerseite geschobenen Motor mit einer gigantischen Antriebseinheit für den Allradantrieb, und das ist wirklich alles wieder pure Renntechnik, was wir hier sehen unter dieser ganzen riesigen aufgeklappten hinteren Haube. Lustigerweise, ich hatte es erzählt, 15 Exemplare aller 200 gebauten sind in Deutschland ausgeliefert worden, und diese Autos haben eine Spezifikation, das ist wirklich originell. Die Zulassungsvorschriften in Deutschland besagen nämlich, dass auch die Rückleuchten eines Autos auch bei geöffneter Heckklappe sichtbar sein müssen. Dadurch, dass hier die Rückleuchten mit aufschwenken, hat die deutsche Version des Peugeot 205 Turbo 16, das ist wirklich ein entzückendes Detail, hier haben wir es leider nicht, gibt es hier die gleichen Rückleuchten auch nochmal links und rechts unter der Haube, damit das Auto auch den deutschen Zulassungsvorschriften entspricht. Der Peugeot 205 Turbo 16 hat in dieser Konfiguration 94.400 Mark gekostet, 1985. Auch das natürlich ein wahnsinniger Preis. Damit war dieses kleine Auto erheblich teurer als beispielsweise ein Porsche 911. Wir haben hier ein charmantes Detail an dem Peugeot 205 Turbo 16, das ich dem Zuschauer nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir in dieser riesigen Heckklappe, die quasi die halbe Karosserie des Autos darstellt, nochmal eine separate zu öffnende Heckscheibe. Und die gibt also nicht nur den Blick auf den Motor da vorne frei, sondern auch auf einen kleinen Gepäckraum. Das heißt, hier lassen sich bis zu 3 kleine Kulturbeutel nebeneinander drapieren. Auch das, damit etwas dem Zweck dieses Autos gehuldigt wird. Wir haben es hier also fast mit einer kleinen Reiselimousine zu tun. Das ist natürlich scherzhaft gemeint. Ja, Biedermann und Brandstifter hier an der Paarung Peugeot 205 GR, das brave Auto, und hier die brutale Version der 205 Turbo 16 aus der Rallye-Gruppe B. Wie erwähnt, das Rallye-Weltmeisterauto aus den Modelljahren, aus den Wettbewerbsjahren 1985 und 1986. Wirklich auch eine hochspannende Paarung, das allemal dieses Prädikat Biedermann und Brandstifter verdient.